Hallo liebe Zuschauer, gestern haben sich die Ereignisse mit Oma überschlagen. Gestern Morgen war ich schon mal bei Oma gewesen, da wird noch ein extra Film drüber gemacht. Normalerweise sollte dieser Film, den ich euch gleich zeige, danach kommen. Jetzt ist also für manchen das vielleicht ein bisschen durcheinander, dass ein Dach da ist und ist kein Dach da. Jetzt sind also schon Filme hochgeladen, wo das Dach noch da war. Aber hier will ich ja aktuell berichten für euch, was los ist mit Oma. Ja, gestern habe ich diesen Anruf bekommen, dass da was mit dem Dach los ist. Die Frau, die nach Oma guckt, die hat mich also direkt angerufen. Daraufhin habe ich also diesen Film gemacht, den ihr jetzt seht. Könnt ihr euch noch an den Film erinnern, wo ich bei Oma war, wo die Türe kaputt war? Das war nicht das Ende an diesem Tag. Ich bin jetzt das zweite Mal Richtung Oma. Ja. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von der Frau, die Oma das Essen bringt und auch so pflegt, dass etwas mit dem Dach los ist und hier hat es richtig geschüttet und die Oma würde da weinen. Wahrscheinlich kommt Regen durch das Dach durch und ich sollte dort sofort kommen. Ich sage sofort, 40 Minuten fahre ich. Und das jetzt heute schon das zweite Mal. Jetzt bin ich mal gespannt, was jetzt auf mich zukommt. Hatte ja noch zu Hause gearbeitet. Das ist ja noch in einem anderen Film. Renovierungsarbeiten. Ich bin also jetzt richtig K.O. und jetzt muss ich noch mal da runterfahren, weil sonst niemand da ist, der nach Oma schaut. So, wir sind jetzt kurz vor dem Haus von Oma. Da bin ich mal gespannt, was jetzt kaputt ist. Also das Vorderdach, das ist noch drauf. Hier muss es also richtig gut geregnet haben. Sabedi Cup. Oh my God! Oh my God! Das ganze Dach ist weg. Das ist also Notstand. Da sieht man mal, wie es geht. Manchmal ist es nur ein Fliegenschiss und jetzt ist das Dach weggeflogen. Yes. I have to ring. Hoffentlich kriege ich den Don. Hi Don. I have a big problem. The half of the roof it's going. It's you can see the stars. Can you help me now with some guys with a foil or to make it? Hier muss sofort geholfen werden. Ich habe mit dem Don gesprochen, der hat jetzt die Bilder bekommen. Ich werde jetzt einen Livestream machen. Ich brauche Geld. Viel Geld, um das zu reparieren. Ja, ich habe jetzt den Livestream rausgeschickt. Ich habe den Don informiert. Oma weigert sich im Moment noch, die Hütte zu verlassen. Aber die kann natürlich dann nicht schlafen. Die muss mit der Frau mitgehen. Ich habe den Don darum gebeten, dass ich das auf Raten abzahlen kann. Auf jeden Fall muss es ja gemacht werden. Ich kann ja nicht warten, bis da Geld reinkommt. Ich meine, 70.000 wollte er haben für die komplette Sanierung. Wir wussten alle, dass die Balken unten mit der Mieten zerfressen sind. Das ist also nicht die Schuld jetzt von Don. Der hat das ja nur für 20.000 oben ausgebessert. Aber es muss jetzt komplett gemacht werden und die Kohle muss reinkommen. Ich sehe es aber, dass es über die nächsten Monate an Don bezahlt wird. Ansonsten muss ich was Zinsen zahlen dazu. Mein Gott, no. Heute Morgen, das war lapidarisch, das mit der Türe. Und Oma steht da jetzt in der Türe und möchte nicht raus. Ja, das ganze Blech, das liegt hier. Man sieht hier auch an den Balken, dass die von Termiten zerfressen waren. Und Oma hat noch Glück gehabt, dass er nicht auf den Kopf bekommen hat, dass es also weggeflogen ist.
Und Oma, ich weiß nicht, ob sie jetzt betet. Ich höre sie. Sie jammert. Sie jammert. Hm? Ja, wir machen das schon. Jetzt, ich tue das jetzt weg. Ja, hier noch eine kurze Zusammenfassung. Vielleicht hat der eine oder andere den Livestream gesehen. Dieses Video kommt ja etwas später raus. Ich hoffe, dass auf dem Livestream reagiert wird, sprich also, dass Gelder reinkommen. Aber es sieht schlecht aus. Das halbe Dach ist weg, direkt über Omas Bett. Oma kann sich glücklich schätzen, dass sie nicht da gewesen ist, sondern sie hat ja draußen gesessen und das ganze Blech ist darüber geflogen, dass ihr also nichts passiert ist. Don ist informiert. Er versucht jetzt eine Lösung herbeizubringen. Ich weiß nicht, ob er das jetzt mit Folie abdecken will, bis er die Materialien hat dazu. Aber diesmal lassen wir es vernünftig machen. Es kostet mehr, als was ich im Konto habe. Ich habe ihn gefragt, ob ich das abstottern kann, weil ja Geld ja jeden Monat reinkommt. Hat er erstmal geschluckt, keine Antwort gegeben. Ich bin jetzt auch geschockt. Aber ein Dach muss ja die Oma über dem Kopf haben. So, bis demnächst. Tschüss. Nach meinem Livestream, Entschuldigung, dass die Qualität so schlecht gewesen ist, da haben ein paar was zu gesagt, aber da bin ich wirklich in der untersten Ecke im Süden von Samui und da ist die Internetverbindung nicht so gut und daher war das Ganze verpixelt. Ja, Oma hat die letzte Nacht in ihrem Haus verbracht. Sie wollte auf keinen Fall raus. Das ist auch eine Antwort auf die ganzen Kommentare, wieso ich sie nicht mitnehme. Ich habe ein Gästezimmer, da wäre auch kein Problem, aber ich habe dann eine lange Stufentreppe und das wäre also für Oma nur ein Weg nach oben und dann, was dann? Nein, Oma ist noch vom alten Schlag, sie möchte da einfach nicht weg. 100 Meter entfernt ist die Frau, die nach Oma schaut, bringt ja immer was Essen. Und dahin wollte sie noch nicht. Und da waren noch ein paar Quadratmeter Dach ja oben noch drauf geblieben. Und sie wollte da drunter schlafen. Auf keinen Fall will die Oma da weg. So, das Thema ist gegessen. Auch das Thema mit dem Altenheim. Wir haben kein Altenheim hier auf Samui. Hier ist der Generationenvertrag, wirklich nochmal der Generationenvertrag, dass die Familie nach den Älteren schaut. Oma ist alleine und keiner schaut nach sie. Außer wir, sage ich. Es war also gestern ziemlich dramatisch, wie ich die Oma da gesehen habe und sie war am Weinen. Da kriegt man einen dicken Hals vor Trauer. Da muss man die Tränen zurückhalten. Dann kommen dann gute Vorschläge, man sollte gleich ein neues Haus bauen. Ja, die Idee ist ja ganz gut, aber es ist doch alles eine Sache des Geldes, wie viel Geld kommt rein. Danach kann man ja auch etwas Neues entwickeln, neue Ideen. Bisher kam ja wenig, sage ich mal, rein und ist also provisorisch alles repariert worden. Wir wussten alle, dass die Balken da angefressen sind von den Termiten. Aber jetzt habe ich, glaube ich, eine Lösung. Es sieht so aus, wenn das Geld noch reinkommt, was mir versprochen worden ist, dass wir jetzt einen ganz anderen Weg gehen. Ihr wisst ja, eine Hälfte des Daches ist schon neu gemacht worden mit einer Stahlkonstruktion unten und drunter. Und ich weiß, wie viel das gekostet hat damals mit der Großfamilie, kann ich hier mal verlinken, wie da das Dach und alles gemacht worden ist mit dem Fußboden. Ich habe da auch noch eine Zahl, das war glaube ich 120.000 Baht habe ich dafür gesammelt. Und wir brauchen ja keinen Fußboden, sondern wir brauchen eine Stahlkonstruktion. Strebe ich jetzt an. Die Termiten sollen jetzt gar keinen Ansatz mehr haben, da was zu zerfressen.
vor allen Dingen sicherheitsrelevante Dinge. Die Oma, die kann sich ja glücklich schätzen, dass das Ganze rausgeflogen ist, also vom Dach weg und nicht auf die Oma. Das hätte die Oma nicht überlebt. Also ich strebe jetzt, wenn noch Geld reinkommt, eine Stahlkonstruktion an und das wird auch relativ, hoffe ich, schnell gemacht werden, weil wir am 5. haben wir den Geburtstag von Oma. Und das soll ein bisschen gefeiert werden und dann würde ich mich freuen, wenn euer Geburtstagsgeschenk ist, ein Anteil an dem Dach von Oma. So, ich werde heute noch runterfahren, um da noch ein paar Aufnahmen zu machen mit der Drohne. Die hatte ich gestern nicht dabei. Auch Aufnahme von Oma natürlich und der Oma die Nachricht übermitteln, sie braucht sich keine Sorgen zu machen, wir helfen ihr. Und das schnellstmöglich natürlich. Ich möchte nicht warten, bis die Bürokratie da in Gang gesetzt wird, dass die Oma da was bekommt. Ich habe jetzt so viel Geld auf dem Konto, dass ich zumindest eine Anzahlung machen kann. Wenn es nicht zusammenkommen sollte, dann muss ich das irgendwie mit dem Don abstimmen, dass ich das abstotter jeden Monat mit den Einnahmen, die für Oma da reinkommen. Aber ich will, dass sie ein Dach über dem Kopf hat und die meisten von euch wollen das auch. So, bin endlich bei Oma angetroffen. Oma sitzt da. Sabadikap. Don't cry. Oh, here. Wait. Ich muss jetzt die Tiff anrufen, mit der habe ich gerade schon gesprochen. Die ist jetzt informiert und die hat jetzt der Oma was zu sagen, dass sie ein neues Dach bekommt. Hallo Oma. Hả? Oma. Hả? Cái mà thầm đứa nó dễ rồi. Omaกินข้าวยัง Hả? กินข้าวหรือยัง Cái mà thầm nó dễ rồi. Kannst du ihr erklären, was ich dir da eben gesagt habe, dass sie in den nächsten Tagen kommen hier viele Leute, um an dem Dach zu arbeiten und sie bekommt ein ganz neues Dach? Ja, ich habe gerade noch mit dem Don gesprochen. Der muss natürlich jetzt einige Projekte umschmeißen, dass wirklich bis zum 5. das Dach komplett neu gemacht wird, komplett neu in Stahl. Aber werde ich euch gleich noch berichten. Sie muss sowieso raus. Wenn die Bauarbeiter heute kommen, spätestens morgen, und am Dach arbeiten, da kann die Oma nicht da drin sein. Die muss weg, die muss zu der Frau für ein paar Tage. Das ist viel zu gefährlich. So, sag ihr das bitte. So, ich werde jetzt mit der Drohne noch hier drüber fliegen und mal gucken, wie das aussieht von oben. Ich halte dich auf dem Laufenden. Dankeschön, Tiff. Ja, da unten kann man jetzt das Bett erkennen von Oma. Direkt über ihr ist das Dach also weggeflogen. Da oben liegt noch ein Teil drauf. Das ist natürlich jetzt irre gefährlich, da die ganze Konstruktion in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Und daher kann eigentlich die Oma da gar nicht mehr übernachten. Ihr seht im vorderen Bereich, da ist ja schon mal was repariert worden vor ein paar Jahren. Da ist auch das Dach weggeflogen und genau so soll das ganze andere Dach gemacht werden. Dank euch ist genügend Geld hoffentlich zusammengekommen, um das Ganze zu reparieren. Da sieht man die Sparren, die jetzt zuletzt noch erneuert worden sind. Das war ja vor 2 Wochen. Ist ja schon mal was geflickt worden. Und hier seht ihr die letzte Erneuerung der Reparatur. So soll das andere Dach auch gemacht werden.
Dann zeige ich euch mal, wo Oma letzte Nacht geschlafen hat. Einziger Vorteil ist, hier ist es richtig hell im Haus. Wir haben gestern auch die Matratze rausgeholt. Da denke ich sowieso drüber nach, eine neue Matratze zu kaufen, endlich mal. Ja, hier hat Oma geschlafen auf dieser Pritsche. Ach, dann ist das gar nicht so gefährlich, weil nämlich da drüber ist auch eine Holzkonstruktion. Ich hoffe, dass die Termiten nicht drin sind. Oh, aber da oben, da sehe ich einen Sparren, der ist auch schon gerissen. Da sind die Termiten auch drin. Und hier seht ihr auch die andere Konstruktion, die ist unabhängig vom Gebäude. Die ist unten in ein Fundament reingesetzt oder drauf befestigt. Und so habe ich dem Don gesagt, soll jetzt auch gemacht werden. Unabhängig vom Haus soll da jetzt was gemacht werden. Ja, schön sieht man die Palmen. Solange schönes Wetter ist, kein Problem. Ich muss sagen, ich habe eine wunderbare Community. Was letzte Nacht reingekommen ist, hat mir die Hoffnung gegeben, dass wir jetzt hier was Vernünftiges machen können und nicht hier ein bisschen flicken und da ein bisschen rumflicken, sondern jetzt was Vernünftiges, dass die Oma wenigstens zum Geburtstag ein neues Dach hat. Ja, hier noch ein Dankeschön an die Tiff, die mir ja also geholfen hat, am Telefon das Ganze zu übersetzen, weil ich sonst niemanden habe. Oma muss jetzt erstmal alleine klarkommen. Ich muss jetzt wieder nach Hause fahren, den Film fertig machen. Unter diesem Film werde ich von Deutschland, von der Commerzbank reinbringen, von dem belgischen Konto von Weiß und das Konto hier in Thailand, wo ihr das eintragen könnt oder die Spende überweisen könnt. Da werden alle Daten auch drin sein, auch das mit meiner E-Mail-Adresse. PayPal benutze ich nicht mehr, weil das Gangster sind mit der Überweisung, also mit dem Wechselkurs, der unmöglich ist, dass also, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber so viel abgezogen wird mit so einem schlechten Wechselkurs, da will ich kein Geld mehr überweisen. PayPal ist für mich aus. Da sieht es bei Weiß ganz anders aus, da warte ich lieber einen Tag, bis das Geld da ist. So, ich werde mich jetzt von Oma verabschieden. Ich werde jetzt noch mit dem Übersetzer das beibringen, dass alles okay ist. Nein, jetzt nicht, aber in 5, 6 Tagen. Der Don, der arbeitet jetzt daran, dass sein Team motiviert ist, das bis zum 5. hinzubekommen. Da wird also jetzt hier eine riesengroße Baustelle werden. Alles andere ist Murks. Jetzt das Gleiche nochmal in Holz da drauf zu setzen. Daher machen wir jetzt eine unabhängige Stahlkonstruktion. Und da brauche ich eben halt noch ein paar Geldmittel. Also wenn ihr 5 € irgendwo zu viel habt, überweist die. Es geht direkt ins Dach von Oma. Okay, okay, Grima. Bye, bye. Ich möchte jetzt nicht mal weinen sehen. So, okay. Yeah. Und wir bekommen ein Küsschen von Oma. Alles wird gut. Es sind viele Menschen, die daran arbeiten.